zusammen, Hallo. das ist unser Kanal «Der Weg zum Paradies». Scheiße. Ja, wir haben den erst gerade ausgesucht. Wir haben ihn müssen umbenennen. Er heisst jetzt «Unser Weg Ich würde zum jetzt einfach Paradies». nochmal anfangen. Hallo zusammen, das ist unser Kanal «Unser Weg zum Paradies». Und zwar wollen wir hier jetzt teilen, wie wir uns eigentlich verwirklichen auf unserem Hof. Und, also auf unserem zukünftigen Hof. Wir haben ihn noch nicht. Genau. Aber das ist jetzt unser Prozess. Wir wissen jetzt wie, wo, was, mit langen Recherchen. Also eigentlich sind es gar nicht so lang gewesen, muss man ehrlich sagen. Es war intensiv gewesen, aber also eigentlich sind es 2 Wochen gewesen. Eigentlich sind es etwa 2 Wochen gewesen, genau. Wir haben, unsere Ferien sind ins Wasser gefallen, muss man ehrlich sagen. Ja, nichtsdestotrotz. Es hat viel gebracht, weil jetzt haben wir eigentlich diesen Ferien ganz viele Sachen angeschaut. Wie wir wollen vielleicht etwas mieten zuerst, dann oder kaufen, wo kaufen, ja, hin und her. Wir sind ja aus der Schweiz und also man hört es ja. Wahrscheinlich nicht. Haben wir zuerst gedacht, in der Schweiz ein Haus. Also wir wollen halt einfach einen Hof mit Land und um uns dort selber versorgen können, unser Gemüse selber anbauen und Obstbäume und so und uns Sachen verwirklichen. Genau. Und dann haben wir zuerst gedacht, in der Schweiz, aber es ist einfach schon mega teuer und es ist einfach auch ein bisschen zu kalt und ein bisschen zu wenig Sonne. Also man kann sich halt einfach eigentlich einfacher machen, indem man irgendwie ins Ausland geht, weil es ist dort schöner und wärmer und günstiger. Und darum bist du eigentlich schon lange für Kroatien? Ja, Kroatien ist sicher sehr schön. Genau, wir haben natürlich verschiedene Orte angeschaut, wie auch Deutschland oder die Schweiz per se. Aber da ist halt auch das Finanzielle für uns jetzt, sagen wir es so, wenn man bis 34 eigentlich so ins mittlere Leben gelebt hat und nicht wirklich gespart hat, ist es einfach in der Schweiz sehr schwierig, etwas zu bekommen. Vor allem auch so hoftechnisch haben wir gemerkt, ist vieles auch, ja, du kommst es nicht einfach so über, du musst landwirtschaftlich irgendwas haben. Ah ja, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Also uns geht es ja darum, dass wir euch mitnehmen, weil eben unser Weg zum Paradies, wir nehmen euch jetzt mit, wie wir den Weg bestreiten und an was für Widerstand wir stoßen. Und vielleicht gibt es ja Leute, die die gleichen Fragen haben und da interessiert sind, um dabei zu sein. Und wir wollen eigentlich alle unsere Erkenntnisse teilen, dass ihr könnt selber, also zum schon mal vorgreifen, was vielleicht auch eure Fragen könnten sein, weil wir stehen jetzt an den gleichen Fragen. Und genau, und in der Schweiz ist zum Beispiel das Problem, eben, dass man eigentlich den Hof, also so alte Bauernhöfe, nur an Leute übergibt, die eine Ausbildung haben in der Landwirtschaft. Und darum ist das eigentlich schon mal einer der grössten Widerstände gewesen, wo wir gestoßen sind. Ja, dann haben wir Deutschland angeschaut. Sind jetzt, also man sagen, in der Ferien sind wir wirklich auch ein bisschen Ort abgefahren, um ein Bild zu bekommen, wie wir uns das vorstellen. Und es hat sich eigentlich nach und nach ergeben. Ja, Deutschland wäre auch eine Möglichkeit, aber ist halt auch ein bisschen teurer. Und ja, jetzt sind wir irgendwie... Und eben auch nicht wirklich viel sonniger. Also wir wollen ja wirklich auch schauen, dass wir mit den Solarpanels, so ist eigentlich wirklich ziemlich autark, so gut wie möglich halt. Also wir haben jetzt nicht den Anspruch auf 100% Selbstversorgung, aber so gut wie möglich uns selbst versorgen mit Energie und allem. Also denkt wir auch mit Biogas und eben mit Solarpanels, vielleicht noch irgendwie Wasserkraft, wenn wir einen Bach finden, wenn es dort erlaubt ist oder was auch immer. Und darum wäre halt Sonnenpanels einfach schon mal die Voraussetzung, dass es Sonne hat und das fehlt halt auch in der Schweiz meistens. Also ja, es ist auch, also ich meine, es ist auch schon wieder einfach neblig den ganzen Tag. Darum sind wir eigentlich ein bisschen jetzt mehr auf die Wärmerländer gekommen und irgendwie hat uns Kroatien schon immer gerufen. Das ist noch lustig, aber wir haben jetzt auch mit Kollegen geredet und dann haben auch ein paar gesagt, ja, Portugal oder Spanien oder so. Und für uns ist es einfach Kroatien. Ja, es ist auch Vegetation, oder? Durch das, dass wir halt jetzt in der Schweiz, wir haben wirklich, ich sage jetzt mal, einen Standard mit vor allem von der Flora auch, und das ist Kroatien recht ähnlich. Genau. Und, noch ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Also Tiere hat es, glaube ich, auch mehr. Ja, ich bin selten, also ich bin nur einmal im Kurztrip gewesen, aber irgendwie hat es mich schon recht dort angezogen. Und das ist jetzt, ja, das Finanzielle da ist halt einfach wie möglich, dass wir jetzt könnten in der Theorie da aufhören. Sofort aufhören zu arbeiten, wenn wir dort etwas finden, das wir kaufen können und ja, wirklich auch mit der Selbstversorgung dran sind. Wir haben, wir wollen wirklich das Arbeiten in dem Sinn minimieren, damit wir mehr können selber erarbeiten können, dass es ja dann auch wieder weniger Einnahmen braucht. Ja. Ja, wir haben jetzt noch ein Coaching-Business, das wir aufziehen. Dort erhoffen wir uns natürlich Einnahmen. Aber eben, wenn man jetzt halt einfach mal auf Kroatien zieht und dort,
Also ich habe viele Sachen gesehen, wirklich für irgendwie, oder auch Ungarn gibt es auch, für 15'000 wirklich ein Häuschen mit irgendwie 10, mit irgendwie ein paar, also wie viel, irgendwie ein paar Hektar Land oder so, unglaublich, mit der schönsten Natur und ja, also da kann man eigentlich einfach los mit dem Ja, also Teil. ich muss jetzt ehrlich sagen, für mich ist natürlich schon auch noch ein Punkt, ja, das mit dem Business, was sie gerade angesprochen hat, für mich ist es wirklich eigentlich, bevor das nicht anläuft, weil ich bin jetzt gelernter Elektroinstallateur, von dem her ist es auch nicht ganz so schwierig, vieles allein zu machen, dann, wenn wir renovieren. Äh, genau. Das ist auch noch geplant, eben vielleicht ein renovierbedürftiges Ja, dann ist natürlich die Häuschen. Kosten sind dann wieder auch Genau, weniger. genau. Und Und, wir haben gedacht, so, weil wir haben wirklich auch ein Häuschen gesehen, irgendwie in Deutschland für 900'000 frisch renoviert und ich habe dann gedacht, so, ja, aber das hätte ich anders gemacht, das hätte ich anders gemacht und ja, es macht ja auch Spass, so, ja, dann ist etwas für sich selber zu seinem genau. Zweck anrichten und darum haben wir gedacht, so sanierungsbedürftig. Ja, darum ist halt dann die Idee gekommen, dass man es eigentlich selber aufbauen können, weil wenn man es jetzt einmal anschaut, was man halt auch interessiert uns sehr für Psychologie und dort sagt man eigentlich ganz klar, dass und das also bestätigen wir auch so, wie wir es wahrnehmen, dass wenn man eigentlich kein Ziel hat, am Morgen aufzustehen, nicht weiss, warum man aufsteht, das kann, ja, muss nicht, kann aber schon nagen und somit auch die Lebensdauer, sage ich jetzt, drastisch minimieren. Qualität halt und Qualität auch. Und so haben wir dann gedacht, ja, wenn wir jetzt so renovieren, dann ist es erstens günstiger, wir können es so machen, wie wir wollen, und wir haben das Projekt, wo wir immer dran sind. Das heisst, wir haben wirklich auch ein Ziel zum Aufstehen, oder? Weil es macht uns, der Gedanke macht uns Freude. Es ist halt jetzt eben das Finanzielle, ich glaube, da ist mein Schatz ein bisschen, ein bisschen mehr durch den Wind. Das ist das schön und gut. Ich für meinen Teil muss einfach zuerst das Business online muss ein bisschen anlaufen. Wie gesagt, wir brauchen wahrscheinlich in Kroatien, oder werden in Kroatien nicht viel brauchen, aber einfach, dass es ein bisschen etwas hat. Ja, und dann bin ich unabhängig, oder wir sind unabhängig. Ist ja schon, Und, also ist ja nicht. und das Gute online ist, wir können wirklich die ganze Welt erreichen. Das heisst, wir können weiterhin eigentlich Kunden oder wie man sagen nennt, Klienten ja, genau, die können dann auch auf Deutschland erreichen und auch in die Schweiz erreichen. Und somit ist ja dann auch, brauchen wir weniger Einnahmen für, in so einem Land wie jetzt Kroatien. Und ja, das hat eigentlich jetzt gestern den Ursprung genommen. Zora ist mitten in der Nacht hintergerannt und hat ihre Erleuchtung quasi kundgegeben. Vielleicht können wir das Video ja, dann auch noch einblenden. Er hat es halt wie schon, jetzt schon seit 2 Wochen hat er das gesagt, so von wegen, komm, holen wir uns einfach etwas in Kroatien und gehen los und dann kann ich auch künden und überhaupt. Und ich bin halt noch ein bisschen unsicher gewesen wegen Familie und die Verwandten und so, die wir da haben. Und ich kann nicht einfach irgendwie, kann nicht 10 Stunden weit wegziehen. Aber die Mami wäre ja eh auch dabei, wenn sie das möchte. Und sonst wird sie einfach unter Marmit genommen. Genau, das haben wir ihr klar gesagt. Mit. Ja, nehmen wir sie einfach mit. Und nur schnell, ich habe jetzt nur gedacht, genau, und wir haben halt überlegt, also du hast es eben ja eigentlich schon länger gesagt, ja, eben die Kollegen können dann auch mal zu uns in die Ferien kommen und dann haben sie weil wir haben ja mehr Zeit jetzt. Genau, dann haben wir Zeit, weil ich bin nicht den ganzen Tag am Arbeiten und genau. also und schon anders am Arbeiten, sage ich jetzt. Wir haben etwas Schönes dort, wo man auch gerne mal eine Woche bleibt und wir sehen die meisten ja eh nur rotierend irgendwie 2-mal im Jahr und dann wäre es eigentlich schöner, wenn ja, die einen 2 Jahre nicht, muss man auch wohl bemerkt sagen. Ja, und die anderen mehr, also, aber schon eigentlich nicht so viel, weil wir einfach auch so viele Leute kennen und Freude an ihnen haben und einfach im Moment mega viel zu tun haben mit dem Businessaufbau und so. Und dann könnt ihr ja eigentlich einfach zu uns in die Ferien kommen, mal ein Wochenende oder eine Woche und wer weiß, vielleicht haben dann auch ein paar irgendwie den Ruf und zügeln dann zu uns in die Nähe oder so, das wäre natürlich das Schönste. Ja, genau, jetzt noch schnell, bevor ich das vergesse, ich glaube, das ist vielleicht für das Video auch noch passend, durch das, dass wir uns ja wirklich auch psychologisch beschäftigen und alles. Also ich wollte eigentlich den Ruf noch, weißt, ich habe jetzt eigentlich den Ruf, weil du hast gesagt, ich habe gestern den Ruf gehabt. Das wollte ich noch sagen. Dann Mama siehst du das. Genau, und eben der Fabio sieht das eigentlich jetzt schon seit 2 Wochen so und ich war noch ein bisschen unsicher gewesen. Und dann habe ich gestern Abend noch mal ein Video gesehen und habe gedacht, so, hey, nein, also eben auf was warten wir eigentlich? Wieso machen wir es uns jetzt so schwierig, wenn jetzt da zuerst einmal irgendwie eine Wohnung suchen, also ein Haus suchen für keine Ahnung wie viel Tausend Miete in der Schweiz, dass wir einfach mit der Mami zusammenziehen können, dass wir irgendwie schauen können, ja, oder sparen, bis wir uns mal in der Schweiz irgendetwas leisten können. Wir können jetzt einfach los, wirklich, wir können jetzt einfach los und die Leute können uns besuchen und wir können ja mal wieder auf die Schweiz besuchen und
Ja, also es gibt echt gar nichts, wo da dagegen spricht. Und dann bin ich völlig aus dem Häuschen gewesen und habe noch ein Video gemacht gestern. Und Ja, von mir soll man es gerne einblenden. mal schauen, Wenn du etwas mal rauf tun, schaust. aber... und dann bin ich den Fabio, habe ich ihn halt leider ein bisschen geweckt am Morgen um 2 und bin so aus dem Häuschen gewesen und gesagt, du hast recht, wir können es, go, go. Auf was warten wir eigentlich? Und genau. Darum bin Ja, ich jetzt auch in dem Vibe und darum starten wir jetzt den Kanal, weil wir wollen also der mitnehmen. Kanal ist dann eigentlich gerade entstanden. Ja, genau, Also ist der eigentlich ist, der ist jetzt gerade entstanden, auch mit, Ja. mit der Idee, eben, dass wir euch Genau, mitnehmen. Weil genau. wir glauben, es ist schwer zu sagen, es muss wie jemand vormachen, blöd gesagt, dass man auch merkt, so, es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und das Ja, ist eigentlich mega. unser Ziel jetzt, dass wir euch wirklich versuchen mitzunehmen, so gut es geht. Genau, dass wir eigentlich auch unsere psychologischen Sachen teilen, sprich, wie sind unsere Gedanken, warum machen wir das, Genau. wieso ist das so, dass es vielleicht auch für andere, die jetzt nicht wie wir sowieso jeden Tag über so Themen reden, quasi greifbar kann sein, dass sie sich nicht weiss nicht wie lange informieren über irgendetwas, dass wir das einfach abbrechen können, wie wir, warum wir Ja, wie entscheiden. Genau. Und dann könnt ihr ja einfach schauen, okay, stimmt die Entscheidung für mich auch oder es gibt einen Ansporn zum nein, das würde ich jetzt aber anders machen, also so oder so. Habt ihr eine Erkenntnis, ob ihr es jetzt gleich macht oder anders macht oder was auch immer, aber eben, es gibt auf jeden Fall eine mögliche Denkensansicht, wo man dann kann für sich reflektieren kann und darum denken wir, das ist eine gute Idee. Genau, und unter anderem, wenn wir dann halt wirklich auch, das Buch lassen wir jetzt, das können wir ja mal ein anderes Mal vorstellen. Bei diesen 2 Wochen habe ich mir viele Sachen eingelesen. Bei mir ist es wirklich, wie sie gesagt hat, auch erst in 2 Wochen so, ja, es wäre eigentlich so einfach, weil bis dato bin ich mit dem Gedanken gewesen, so, es ist schwierig, Selbstversorgung. Es ist sicher also ich sage, es ist sicher nicht einfach. Kommt auch darauf an, wenn man es natürlich 100% macht, hat man Zeit, dann ist es sicher anders, wie wenn man jetzt nebenbei noch 80% arbeiten kann, weil dann hat man auch die Zeit nicht. Aber im Moment schafft er also 75% und ich bin daheim und bin schon mal im Garten ein bisschen am Trainieren. Also wir haben eine Terrasse, einfach für unsere sagt man, Voraussetzungen. Also wir haben jetzt 2 Jahre Gartenerfahrung auf einer Terrasse, wir haben nicht viel Platz, aber wir können das ausloten. Ja, einfach, dass man auch unsere Bedingungen, woher wir starten, da weiss. Genau, und dann können also wir... es ist gleich, also eben so jemand schafft so bis 70%, die andere Person ist daheim und wir können jetzt gleich schon recht viel selber versorgen. Wo bemerkt sagen, ein bisschen Unterstützung habe ich gleich auch noch. Also ich meine jetzt wegen dem Garten, ja. Also weißt du, wegen der Selbstversorgung. Ja. Man kann, also der Sommer ist jetzt nicht ganz das ist so... jetzt echt ein bisschen mühsam, aber letztes Jahr haben wir uns eigentlich etwa 4 Monate bis auf Herdöpfel, wir haben echt die Fläche nicht eigentlich gut können selber versorgen. Also eben, ja, einfach mal anfangen. Voll. Ja, und dann ist eben so ein Projekt mit dem Umbau, wie man jetzt Solar aufs Dach rührt und alles, das sind, oder wie man auch ein Brunnen ist gar nicht so schwierig. Das heisst, man hat eigentlich schnell einen Brunnen graben und hat eigentlich Grundwasser. Das Grundwasser kann man dann eigentlich auch nehmen zum Trinken. Und bei mir ist dann halt so gewesen, also muss es schon Schweiz, genau, das kann man dann alles zeigen. In der Schweiz ist man halt so, man lebt halt wirklich auch in einer Idee auf, dass man abhängig ist von außen, was auch gewisse, also das stimmt auch, wenn man so lebt, wenn man natürlich den ganzen Tag arbeitet, um seine Rechnung und alles zu zahlen, ist man abhängig, aber man kann halt versuchen, vieles auch selber machen und da ist halt jetzt eben die Diskrepanz, 100% arbeiten, was viele müssen, weil es Familie, Kind, alles haben, was halt dann auch nicht so günstig ist und immer teurer wird, ist halt vielleicht die Idee, dass man auch wieder anfängt, ein bisschen Sachen selber machen, dass man bewusst auch anfängt, vielleicht sparen. Ich meine, heutzutage Tausende von Spots werden installiert, auch im Elektrischen, die einfach unnötig sind. Man hat so viele Sachen, die wir jetzt haben, die ein Luxus ist, was ja auch schön und cool ist. Also, ich hätte auch gerne, also ich würde auch tausende Spots machen. Nein, würde ich jetzt nicht mehr. Aber es ist ja auch cool, wenn man mit verschiedenen Farben kann. Nein, wenn man mit verschiedenen Farben kann. Aber ja, es ist halt Luxus kostet und es ist ein anderer Luxus, wenig zu haben, sage ich jetzt einmal, oder weniger zu haben. Man kommt nämlich mit sehr wenig aus und man muss halt einfach die Welt oder die Natur optimal mitnutzen, weil man kann halt vieles von der Natur gewinnen, was ich jetzt auch so gemerkt habe, was einem halt einfach irgendwie in der Schule nicht erzählt wird, oder? Es wird halt einfach gelernt, so, dass etwas musst lernen, damit du etwas bist in dieser Welt und das ist ja schön und gut, oder? Aber ich für meinen Teil wäre froh gewesen,
hat die noch ein bisschen mehr so, ja, schau, du kannst auch vieles selber, du hättest die Möglichkeit, selber irgendetwas machen. Oder dass man halt auch individuell auf Talent eingeht von den einzelnen Menschen. Oder also, dass man halt wirklich seine Talente lebt und das, was einem eigentlich am Herzen entspringt. Weil das gibt dir ja auch Energie, das macht dir Freude und dann fühlt es sich dann auch wie Arbeiten. Und ja, darum machen wir jetzt den Weg, den wir machen. Ja, was man muss sagen, natürlich bei uns ist es so, dass wir wissen oder hoffentlich wissen, dass wir auch dass mit dem Business, dass das wird laufen, dann haben wir auch wenn wir pensioniert würden werden, auch gar kein Problem mit dem Pensionsgeld, weil es ist unser Hobby und das Hobby gibt man nach der Pension nicht einfach auf. Wir machen jetzt einfach unser Hobby zu unserem Beruf, da sind wir dran, genau. Jemand, der geht regelmäßig joggen, der wird, wenn er pensioniert ist, nicht aufhören zu joggen. So kann man es ein bisschen anschauen. Aber viele halt auf dem Bau, die mögen nicht mehr und wollen nicht mehr. Und wenn es halt einem nicht erfüllt, dann ist man froh. Und dann ist halt Pensionsgeld gegeben. Und durch das, dass es bei uns nicht der Fall wird sein und wir auch nachher, wenn wir fit sind, noch werden arbeiten. Und vor allem werden wir fitter bleiben, weil wir immer mit der Natur arbeiten und das sind genau die natürlichen Bewegungen, die uns fehlen im Alltag, im Garten, mit Bücken, mit den Händen arbeiten, etwas schaffen. Die natürlichen Bewegungen, genau, ja. Das, ja. Und so haben wir halt jetzt auch die Möglichkeit, das Pensionsgeld in dem Sinne einfach zu plündern, was in der Schweiz möglich ist. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber wir können eigentlich, wenn wir jetzt auswandern, das Pensionsgeld nehmen und das investieren. Und durch das, dass wir halt jetzt hier in der Schweiz zumal ein Teil, ich weiss nicht, das werden wir noch herausfinden, aber der Teil könnte theoretisch schon lange. Man kann einen Teil rausnehmen, für, wenn man sich eben ein Eigenheim kauft. Wir wissen jetzt auch noch nicht genau, wie es ist mit dem Ausland, das müssen wir noch abklären, aber dann informieren wir euch weiter. Ja, ich würde sagen, wenn wir mal da einen Punkt machen. Ja. Oder sonst, ja. Ja, es kommt alles, was wir so an neuen Informationen können und was unsere Überlegungen sind und unsere nächsten Schritte. Was ist unser nächster Schritt? Einen Hof suchen. Jetzt mal, ich habe auf Facebook ein paar gute Gruppen gefunden und eben sonst im Internet mal durchforsten. Und mal ein paar Leute anschreiben. Und falls ihr etwas wissen in Kroatien, so Istrien, so ein bisschen nördlich, ja, da könnt ihr uns natürlich auch Bescheid geben. Ja, schön wäre natürlich wirklich, dass wir eigentlich unmittelbar Wald haben, also eigentlich hinter uns Wald, dass wenn wir also ich stelle mir schon mein ganzes Leben stelle ich mir schon vor, können auf einer Veranda zu hocken. Ich bin sehr nervös so und irgendwie fühlt sich das so beruhigend an, wenn ich weiss, so, ich werde bald auf meiner Veranda hocken. Gedanklich hocke ich schon dort, muss ich sagen. Ich sehe das Bild, wie es wird sein. Da reden wir, also das sehen wir uns Manifestation. Das Gleiche, da haben wir die gleichen Ideen. Ein Bach wäre sehr schön und einfach das Stück Land. Also einfach so Gewässer und Wald in der Nähe, in unmittelbarer Nähe. Genau. Eigentlich wichtig. Sie auf dieser Veranda hocken und auf das Land schauen. Genau. Und das ist schon immer irgendwie ein Traum, der mich verfolgt. Besser gesagt, ein schöner Gedanke, der mich verfolgt. Das habe ich schon, der mich begleitet. Den habe ich nicht verfolgt. Stimmt, der begleitet mich. Oh. Ja, und er wird Wirklichkeit. Gedanklich ist er einen grossen Schritt näher. Ja, wir arbeiten halt auch wirklich viel mit Manifestation, indem wir uns halt wirklich uns ausmalen, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen und uns ganz fest dort reinfühlen. Und also ja, jetzt weniger, dass wir uns sagen, okay, jetzt jeden Morgen stehe ich auf und mache das, sondern mehr einfach, also ich mache so, wenn ich einfach gerade im Gefühl bin und mir das vorstelle und das geniesse und dann bin ich dort und bin bildlich, also stelle ich es mir vor und bin schon dort und fühle mich auch so und ja, und das hat sich jetzt wirklich extrem viele Meilensteine ergeben, seit wir also so viel aufgepasst haben. Ich sehe es weniger bildlich. Ja, also das ist ein bisschen anders, also ich glaube, es ist ein bisschen anders, wie wir es auch herausgefunden haben. Zora sieht es wirklich in Bildern, sie sieht das Ganze da. Ich komme einem näher, aber ich habe das nicht ganz so bildlich. Bei mir ist es mehr auch einfach ein Gefühl. Und, aber die Veranda, die sehe ich schon immer, muss ich ehrlich sagen. Darum sollte ich dem vielleicht ein bisschen nachgehen. Ja. Ja, du, sonst lassen wir es mal. 20 Minuten ist gut für das erste Video. Machen wir mal. Okay, also in dem Fall, danke. Ja, mal schauen, was kommt. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Und sonst machen wir es einfach für uns. Okay, tschüss.